Hallo und willkommen bei einem weiteren Video über die Grundlagen der Unterwasserfotografie. Mein Name ist Roland Konrad und ich bin reisender Unterwasserfotograf. Auf meiner Seite www.penoceanphoto.com findest du Videos und Berichte zur ambitionierten und professionellen Unterwasserfotografie. Heute bin ich im Browning Pass Hideaway auf Vancouver Island in Kanada. Weit ab von der nächsten Zivilisation kann man hier die unberührte Natur über und unter Wasser genießen. Und passend zu Wetter und Tageszeit soll es in diesem Video um das Thema Helligkeit bzw. Luminanz gehen. Die grundlegendste Aufgabe eines jeden Fotografen ist es, die Lichtverhältnisse zu verstehen, in denen er oder sie seine Aufnahmen machen möchte. Darin unterscheiden wir Unterwasserfotografen uns nicht von allen anderen Benutzern von Foto- oder Filmkameras. Die Besonderheit besteht nur darin, dass bei uns das Licht das optische Medium Wasser durchläuft, bevor wir es für unsere Fotografie nutzen können. Der französische Tauch- und Filmpionier Jacques-Yves Cousteau hat einen seiner berühmtesten Kinofilme aus dem Jahre 1964 einst Welt ohne Sonne genannt. Er spielt damit darauf an, dass es im Wasser dunkler ist als an Land. Wobei ohne Sonne allerdings eine Übertreibung ist. In den Bereichen des Sporttauchens, also bis 40 Meter Tiefe, dringt natürlich noch Sonnenlicht. In einem hatte Cousteau aber recht. Selbst wenn es direkt unter der Wasseroberfläche noch fast taghell ist, wird es nach einigen Metern schon sehr viel dunkler. Die Helligkeit des Lichts, oder auch Luminanz genannt, nimmt im Wasser schneller ab als im optischen Medium Luft. Wie kommt das? Vielleicht hast du ja schon einmal von deiner Fotografie vom Abstandsgesetz oder auch reziproken Quadratgesetz gehört. Licht verliert demnach exponentiell zur Entfernung von seiner Quelle an Helligkeit. Also nach einer bestimmten Entfernung halbiert sich die Lichtmenge. Verdoppelt man die Entfernung, bleibt nur noch ein Viertel über. Und so weiter und so weiter. Nun ist die Frage, in welcher Entfernung sich die Lichtmenge zum ersten Mal halbiert, abhängig von dem optischen Medium, das es durchläuft. Da kommt die Absorptionsfähigkeit ins Spiel. Sie beschreibt, wie stark Licht geschwächt wird, wenn es Materie durchläuft. Und diese ist im Wasser etwas höher als an der Luft oder gar im Vakuum. Oder um es mit ganz einfachen Worten zu sagen, Wasser erscheint zwar transparent, schluckt aber etwas mehr Licht als Luft. Hört sich zunächst nicht dramatisch an. Dieser Effekt potenziert sich aber nach dem Abstandsgesetz mit zunehmender Entfernung. Somit erklärt sich auch, weshalb wir selbst im klarsten Wasser nicht weiter als ca. 100 Meter weit sehen können. Nun tauchen und fotografieren wir aber nur sehr selten im destillierten Wasser. Ganz im Gegenteil. In manchen Seen beträgt die Sichtweite kaum einen Meter und bereits nach einigen Metern ist es stockdunkel. Im offenen Blauwasser hingegen können wir bis zu 40 Meter weit sehen und das Sonnenlicht dringt auch bis in entsprechende Tiefen. Klares Gletscherwasser, wie zum Beispiel in der isländischen Silfra-Spalte, kommt fast an die Sichtverhältnisse im destillierten Wasser heran. Wie lässt sich das erklären? Nun, ganz einfach. In unseren Seen, Flüssen und Meere sind diverse Stoffe gelöst, schwimmen Schwebeteilchen und Plankton. Du kannst dir das so vorstellen, dass kleinste Teilchen die Lichtstrahlen zum Teil blockieren, zum Teil zurückreflektieren und zu einem weiteren Teil in ihrer Richtung umlenken. Ganz ähnlich wie im Nebel in der Luft. Hier sind die Schwebestoffe nur winzige, nicht einzeln sichtbare Wassertröpfchen. Den Fachbegriff, den wir für diese diffuse Lichtablenkung benutzen, lautet Streuung. Dieser hat drei Effekte. Erstens, die scheinbare Absorption nimmt zu. Sprich, die Luminanz nimmt auf immer kürzere Distanz ab. Zweitens, die Farbunterschiede verschwimmen. Ganz wie im Nebel erscheint das Umgebungslicht gräulich, bzw. im Wasser blau-gräulich oder grau-grünlich. Und drittens, das Licht wirkt weicher. Der Unterschied zwischen Licht und Schatten wird geringer. Oder anders ausgedrückt, die Kontraste in meiner Aufnahme nehmen ab. Alles in allem also. Das Licht schwächt sich unter Wasser sehr viel schneller ab, als wir es von der normalen Fotografie aus gewohnt sind. Die Abschwächung hat übrigens nichts mit der Tiefe des Wassers zu tun, nur mit der Distanz, die sie durch das Wasser wandert. Gut, jetzt wissen wir, warum sich im Wasser das Licht schneller abschwächt, seine scheinbare Luminanz nicht so groß ist wie an Land. Aber welchen Einfluss hat das auf unsere Unterwasserfotografie?
Die Luminanzabschwächung spielt eine große Rolle, wenn wir mit Kunstlicht im Wasser arbeiten. Unsere Blitze und Lampen leuchten nicht so weit, wie sie es an der Luft tun würden. Was sich zunächst wie ein Nachteil anhört, eröffnet uns wunderbare Gestaltungsmöglichkeiten. Im Wasser ist es relativ einfach, ein Motiv von seinem Hintergrund zu isolieren, wie bei diesem Schnappschuss von einem karibischen Riffhai. Im Hintergrund herrscht eigentlich Chaos. Ein buntes Riff, Taucher, Luftblasen. Dadurch, dass mein Blitzlicht nur den Hai erleuchtet, wird er wunderbar dominant im Bild. Ganz ohne jede Nachbearbeitung. Dies kann so weit gehen, dass wir selbst in sehr hellem Umgebungslicht einen schwarzen Hintergrund erreichen können, wenn wir die Blitze richtig positionieren und eine sehr kurze Verschlusszeit wählen. Oder aber wir kombinieren das angeleuchtete Motiv mit einem sehr hellen Bereich im Hintergrund. Die Abschwächung der Luminanz wird aber häufig auch innerhalb einer Aufnahme sichtbar. Was meine ich damit? Nun, nehmen wir folgendes Beispielbild. Wenn du dir den Hintergrund anschaust, siehst du, dass das Wasser im oberen Bereich fast weiß ist, im unteren Bereich dunkel. Wenn du dir einen ähnlichen Bildausschnitt an Land vorstellst, wäre der Helligkeitsunterschied deutlich geringer. Dies kann dir helfen, um den Eindruck vom unter der Oberfläche sein zu vermitteln. Es bringt aber häufig den Sensor deiner Kamera an seine Grenzen. Das ist auch der Grund dafür, weshalb wir bei den Kamerasensoren auf einen möglichst hohen Kontrastumfang oder auch Dynamic Range Wert legen. Vor allem aber verschwende nicht deine Zeit und deine Mühe damit, Motive aufzunehmen, die sich physikalisch nicht darstellen lassen. Der Helligkeitsverlust begrenzt uns in der Auswahl unserer Motive. Ein einfaches Beispiel. Ein Boot, das auf dem Wasser schwimmt, kann ich bei den richtigen Lichtverhältnissen problemlos aufnehmen. Möchte ich aber ein gleich großes Boot fotografieren, das unter Wasser ist, sprich ein Wrack, wird es schon bedeutsam schwieriger. Selbst bei klarem Wasser und strahlendem Sonnenschein wird das Licht nicht reichen. Häufig ist es fotografisch viel interessanter, Details eines Motives herauszustellen, als diese in Gänze abzufotografieren. Oder man benutzt das große Objekt im Hintergrund und sucht sich ein ausleuchtbares Motiv als Vordergrund. Es gibt also unendliche Möglichkeiten, mit den besonderen Lichtsituationen kreativ umzugehen. Wenn du das genauso spannend findest wie ich, dann schaue dich doch auf unserer Homepage www.panoceanphoto.com um oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Du findest uns natürlich auch auf Instagram oder Twitter.